Wir haben heute ein bisschen ein zeitlich sehr, sehr volles Programm. Deswegen sage ich es auch gleich als allererster, bevor ich überhaupt mal herzlich willkommen sage. Wir werden sehr stark auf die Zeiten gucken müssen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel vor. Und jetzt erstmal guten Morgen. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen bei der IDS zum ersten Computer Vision Day heute. Wir sind schon ganz gespannt. Alex? Ja, super gespannt. Mein Name ist Sigrid Rögner. Ich freue mich sehr, dass ich heute moderieren darf. Ich bin bei der IDS zuständig für das Thema Business Innovation und Ökosystem. Wen interessiert, was das heißt, kann er nachher gerne mal auf mich zukommen. Das ist nämlich super interessant, kann man aber nicht in 2 Worten abfestsparen. Es gibt bestimmt ganz, ganz viel Inspiration heute rund um das Thema Computer Vision. Wir haben ganz, ganz, ganz viel mit Ihnen vor. Und Alex, einer unserer beiden Geschäftsführer, freue mich, dass du heute Morgen mit mir mal dich unterhältst darüber, was wir so alles vorhaben. Heute Computer Vision Day. Was macht denn den Tag für dich so besonders? Oh, das ist schwer zu sagen. Also einmal auch guten Morgen von meiner Seite. Bevor ich anfange zu antworten, ich wollte mich bei allen bedanken von IDS, die das hier ermöglicht haben, die letzten Tage, auch du Sigrid, sehr viel Zeit investiert haben, Aufwand und auch Liebe in das ganze Projekt hier. Also Dankeschön an alle. Vielleicht kurz einen Applaus für die ganzen Kollegen und Kolleginnen von IDS. Was macht das Thema so besonders für mich? Schwer zu sagen. Heute passiert zu viel. Heute ist zu viel geplant bei uns. Natürlich die rasante Technologieentwicklung, die wir aktuell durchleben im Halbleitermarkt, was wir einfach sehen, was für Produkte an den Markt kommen, Hardware getrieben. Geht weiter Software, das Thema KI-Hype. Ja. Ähm, Großes Thema heute. Wir werden mehrere Vorträge über das Thema KI hören, bis hin zu unserem früheren Mitarbeiter Dr. Alexander Windberger über Quantencomputing. Was hat das mit Bildverarbeitung zu tun? Also alles sehr interessante Themen, die mich natürlich freudig machen, das heute mitzuerleben und auch zu hören. Ja. Natürlich durch das ganze Thema KI ist das Thema Sensorik viel mehr in den Vordergrund gerückt und wir natürlich als Kamerahersteller sind natürlich prädestiniert dafür, weil wir Bildsensoren, Produkte mit Bildsensoren herstellen, Kameras, und da haben sich für uns ganz neue Märkte und Applikationen entwickelt. Und da werden wir auch heute einen Vortrag hören von einem unserer Kunden, von Feigl, die auch in einen ganz neuen Markt reingehen, also für uns neuen Markt. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Also Feigl ist auch tatsächlich oben beim Hackathon dabei. Also einer von den 4 Unternehmen, die gestern und heute schon mit uns ein paar Themen bearbeiten. Da haben sie heute Abend, hoffe ich, die Freude, auch die Ergebnisse sich anzuhören, was die da so gemacht haben. Da werden wir auch ein bisschen mehr erzählen, was ist ein Hackathon. Bist du schon mal durch die Räumlichkeiten gegangen? Also ich war leider gestern nicht hier, ich war krank, aber wollte Sigrid nicht im Stich lassen, heute bin ich hier. Es ist verrückt, was hier passiert, bei uns auf der Etage oben, seit gestern der Hackathon. Ähm, es wuselt überall. Ja. Wir haben drüben Startups, die gerade ihre Stände aufbauen. Wir haben hier unsere Demosysteme aufgebaut, im Glaskasten drüben. Also es geht überall. Wir haben nachher unsere MVC um 10:30 Uhr, glaube ich, wo Kunden einfach auch mal hingehen können, fragen können, wenn es Themen gibt in unseren Produkten, Fragen stellen und einfach mal Feedback zu kriegen. Und das ist schon wuselig. Zum Thema MVC, der eine oder andere hat sich angemeldet zu Beratungsgesprächen. Da sagt, bitte an die Zentrale gehen, die wissen Bescheid, wo man hin muss, da werden sie auch abgeholt. Und für die zweite Betriebsbesichtigung nachher ist es so, dass auch tatsächlich da außen der Platz ist, wo man sich trifft. Da würde ich aber dann kurz vorher nochmal Bescheid geben. So, Aber Sigrid, du fragst mich die ganzen Fragen. Was freut dich heute oder auf was freust du dich heute am meisten? also ich freue mich jetzt erstmal darüber, dass hier der Raum voll ist, muss ich sagen. Ja, Ich finde das total klasse. überfüllt. Vielen Dank dafür, dass ihr alle da sind. Und dann tatsächlich, weil ich ja seit gestern Morgen schon mit dem Hackathon unterwegs bin, freue ich mich auf die Ergebnisse, weil für mich war das echt sehr nervig, sehr spannend, ob das funktioniert. Das machen wir so in der Form das erste Mal. Ich freue mich auf die Startups, die mir hier zeigen. Und ich freue mich, dass so viele Partner heute Morgen auch Vorträge halten. Vielen Dank, dass ihr oder Sie alle da seid. Und es wird total spannend, glaube ich. Gut. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Zeit ist heute ein Riesenthema. Und bevor wir aber starten, oder bevor du startest und die IDS vorstellst, würde ich gerne mal fragen wollen, was erwarten Sie denn von dem heutigen Tag? Gerne gleich mal das Handy raus, ab und wir gucken mal, wo es hingeht.
Was muss ich machen? Ein WLAN-Passwort haben wir ja aushängen, oder? Ah, da ist es. Kurz. Das ist zu weit weg, oder? Aber es heißt Welcome to IDS. W groß und IDS auch groß und alles zusammengeschrieben. Was jetzt sehr spannend ist, ist, dass tatsächlich nur 2 Wörter da stehen, die aber toll sind, Netzwerk und Innovation. Ja, ja. Nur das, Essen, Getränke, Einfach durch. ein Thema für uns. Einfach durchgehen. Sie finden zwischendurch immer wieder hier überall Getränke. Essen steht hier. Heute Mittag gehen wir ins Betriebsrestaurant, gibt es was zu essen. Also auch da jede Menge Möglichkeiten. Aber das sind die 2 Wörter, die uns heute treiben. Danke dafür. Das ist quasi mein Tagesgeschäft. So, aber jetzt steigen wir um. Gut, über uns. IDS wurde 1997 gegründet vom Jürgen Hartmann. Das ist unser Gründer und er hat die Firma jetzt 27 Jahre lang aufgebaut, groß gemacht. Aktuell zieht er sich ein bisschen zurück, geht in die zweite Reihe, hat seinem Sohn, dem Jan Hartmann, die Firma übergeben als Geschäftsführer. Sein anderer Sohn, der Kai Hartmann, ist bei uns auch in der Firma. Er macht das Thema Neuprodukte, Innovation für die Zukunft, wo wollen wir uns hinentwickeln als Firma. Und genau, mein Name ist Alexander Lewinski, ich bin seit 13 Jahren bei der Firma IDS, habe als Junior-Produktmanager angefangen und bin seit Corona, also seit Start Corona in der Geschäftsführung. Es war natürlich nicht der einfachste Start, wie, glaube ich, viele, wenn ich in die Gesichter schaue, das nachvollziehen können. Der Wachstum ist von heute auf morgen einfach war weg, ja. Wir hatten ganz andere Probleme, gesundheitliche Themen. Wie können wir unsere Produktion weiter aufrechterhalten? Und genau in diesen Monaten wurde auch dieses Gebäude bezogen. Initial war nur der Jan und ich der Einzige, der hier drin war. Das Restaurant war zu. Es war einfach nicht sehr ermutigend in dieser Zeit, aber natürlich die Produktion, Logistik, die mussten arbeiten. Deswegen war es natürlich für uns auch ganz wichtig, dass wir auch hier einfach jeden Tag da sind, um die Präsenz zu zeigen. Ja, wir sind bis heute noch immer ein Familienbetrieb. Also die Firma IDS gehört 100% der Familie Hartmann. Wir haben dieses Gebäude ist unser Aushängeschild und auch das letzte Gebäude. Sie sind ja vorhin reingefahren. Alle Gebäude, die hier in dem Bereich stehen, gehören zu IDS. Aktuell arbeiten hier an dem Standort ca. 280 bis 290 Mitarbeiter. Genau, wir haben weltweit 320 Mitarbeiter und hier passiert eigentlich in Obersulm passiert eigentlich so gut wie alles. Wir haben die ganze Entwicklung hier, wir haben das Marketing hier, wir haben den Vertrieb hier. International haben wir dann unsere Vertriebsgesellschaften, unsere Niederlassungen. Genau. Was macht uns so außergewöhnlich? Ich würde sagen, wir sind sehr technologieaffine Menschen hier in der Firma. Wir lieben Technologie, wir lieben Technik und schauen da auch immer, was passiert da. Und wir schauen vor allem in den Consumermarkt, was passiert da. Weil dadurch holen wir uns sehr viel Inspiration für neue Produkte, die wir dann industrietauglich machen. Eins unserer erfolgreichsten Produkte ist wohl die USB-Kamera. Damit ist IDS auch groß geworden. Wir waren die erste oder eine der ersten Firmen, die gesagt haben, ey, USB, das ist doch die Schnittstelle der Zukunft. Viele haben damals auf Firewire gesetzt und wir haben gesagt, nee, wir gehen den anderen Weg. Wir gehen Richtung USB. Und wenn man heute in den Machine Vision Markt schaut, jeder macht USB-Kameras. Klar machen wir auch Gigi-Kameras, logisch, aber das ist unser Steckenpferd, wo wir auch immer technologisch ganz weit vorne dabei sind. Wir investieren auch sehr stark in die Zukunft. Ich weiß, heute Morgen hatten schon ein paar Leute unseren Betriebsrundgang. Wir haben eine eigene S&D-Bestücklinie. Da haben wir vor 5 Jahren investiert, weil wir einfach unabhängiger sein wollten in die Supply Chain und haben gesagt, ey, bevor wir uns einen zweiten EMS besorgen, lass uns einfach eine eigene S&D-Linie kaufen, lass uns in-house bestücken.
War auch ein großer Schritt für uns. Dann haben wir uns ein vollautomatisches Kleinteilelager gekauft. Wir haben ein EMV-Testlabor investiert. Also wir investieren wirklich auch in die Zukunft, dass wir in der Zukunft wachsen können und, genau, und tolle Produkte gemeinsam entwickeln und vertreiben dürfen weltweit. Geht es auch? Ja. Nochmal ganz kurz in einem Überblick. Wir werden Ende dieses Jahres die 2 Millionste Kamera verschicken an Kunden in dieser Welt. Wir haben über 11.000 Kunden in über 75 Ländern. Wir haben 5.000 Produkte im Portfolio. Es ist auch verrückt, wie das gewachsen ist. Heute Mittag gibt es noch einen Vortrag oder heute Vormittag vom Moritz Fuchs in Bezug auf Customization. Auch ein großes Thema von IDS. Wenn wir 5.000 Produkte haben, warum dann noch customizen? Aber es gibt immer wieder Gründe von Kunden, wo wir auch wirklich offen sind, da in den Dialog zu gehen. Wenn natürlich die Stückzahlen passen, sind wir da wirklich offen und haben da auch ein kompetentes Team, die da unsere Kunden und Partner unterstützen, um jahrelang erfolgreiche Produkte am Markt zu etablieren. Genau, mehr als 25 Jahre Erfahrung und familiengeführt, wie gesagt. Zum Portfolio, eigentlich unser aktuelles Hauptportfolio, mit dem wir auch am meisten oder die meiste Erfahrung haben und am meisten Geld mit verdienen, ist natürlich sind die UI 2D-Kameras, also im 2D-Kamera-Bereich. Hier haben wir auch, glaube ich, 3.500 Produkte von diesen 5.000 gehören zu dieser Gattung. Wir haben USB-2-Kameras, wir haben USB-3-Kameras, wir haben Gig-E-Kameras, wir haben 10 Gig-E-Kameras, wir haben Gehäusekameras, wir haben Platinenkameras. Also wirklich, Sie sehen, für alle Art von Kunden, Wünschen, Requirements haben wir ein Produkt, die dem Kunde auch passen. Also wir haben jetzt seit kurzem ein IP69 Gehäusekamera entwickelt, auch ein Thema, was wir viele Jahre schon forciert haben mit einem IP65, 67 Gehäuse. Aber dann kamen immer mehr Kunden-Requirements, die sagen, ey, geht es noch besser? Ja? Also habt ihr noch höhere Gehäuse-Levels, gerade wenn ich meine Kamera oder meine Maschine mit einem Kercher, also Hochdruck reinigen muss, ja, haben wir dann auch entwickelt. Das ist also unser Hauptmarkt. Neben diesem Hauptmarkt 2D-Kameras, also Industrie-2D-Kameras, haben wir vor 6, 7 Jahren mal wieder in den Consumer-Markt geschaut. Was passiert da so? Und da war KI ein Riesenthema. Ja. Wir sagten, okay, was können wir damit machen? Ja. Und dann haben wir uns überlegt, naja, lass doch mal versuchen, die KI in eine Kamera reinzukriegen. Ja. Und da haben wir gestartet und es war kein einfacher Weg, es war ein steiniger Weg, wenn ich in die Gesichter gucke, vom Vertrieb und von der Entwicklung, weil natürlich wir sehr viel gelernt haben. Ja. Wir haben das Produkt an den Markt geworfen und haben geschaut, was sagen denn die Kunden? Ja. Wir haben ein Ökosystem darum gebaut, das heißt, der Kunde kann Trainingsbilder erstellen, kann die anlernen, kann die in der Cloud trainieren und dann wird es wieder ausgeführt auf der Kamera. Also nicht online, sondern auf der Kamera. Und dann kam die erste Rückfrage, ja, und meine Daten, die sind ja in der Cloud. Also das will ich ja nicht, ja. Und da haben wir viel gelernt und haben aber uns dazu entschieden, wir machen mit dem Produkt weiter, weil wir darin eine Zukunft sehen. Und da wird es auch heute viele Vorträge geben in Bezug auf KI und natürlich auch das Thema die nächste Generation. Wir hatten damals oder vor 5 Jahren einen richtig teuren FPGA drin und haben uns dann überlegt, aber in dem Markt gibt es so viele SoCs. Ja. Da kam man irgendwann auf eine Firma, Ambarella. Ambarella kennt, denke ich mal, nicht viele, aber die GoPro kennt jeder. Ja. Und der SoC kommt aus der GoPro. Und da haben wir gesagt, ey, die macht immer super Bilder. Ja. Und die hatten KI-Beschleuniger drin, also ein größerer Chip von denen. Lass uns mal den versuchen. Und dann haben wir das gemacht. Und jetzt auch in den letzten 1, 2 Jahren sehen wir den Erfolg. Ja, also das ist wirklich jetzt in den Markt angekommen. Wir haben größere Projekte, wo es um mehrere hundert dieser Kameras geht. Und es ist auch für uns ein ganz wichtiges Thema in der Zukunft. Basierend auf diesem Ambarella-Chip haben wir weitergedacht und haben auf unsere Kunden gehört, die gesagt haben, du, eure Kameras setzen wir ganz oft in irgendwelchen Qualitätssicherungsapplikationen ein, in Maschinen, in Geräten. Aber ich würde mal gerne wissen, funktioniert der Prozess? Ja? Was passiert im Hintergrund? Ja? Und da haben wir gesehen, dass die Kunden ganz oft noch so eine Webcam oben hinhängen oder eine Security-Kamera, ja? So eine CCTV-Kamera. Und dann dachten wir, wie wäre es, wenn wir mal eine
Streaming-Kamera entwickeln, aber eine industrietaugliche Streaming-Kamera und nicht irgendeine Webcam von Logitech, die jedes Jahr ein Redesign kriegt, wo das abgekündigt wird. Es ist ja nicht lange Zeit verfügbar für den Kunden. Da haben wir gesagt, ey, das ist vielleicht ein neuer Markt für uns, wo wir auch reingehen können als die Firma IDS. Und da haben wir die ersten Produkte jetzt auch Ende letzten Jahres released und sehen ja auch einen großen Erfolg von vielen unserer Kunden, die aktuell UI-Kameras kaufen, die sagen, ey, das ist echt was, da habe ich Interesse dran. Und es gibt super Applikationen, wo wir gerade also vom Vertrieb auch Feedback kriegen, was da passiert. Also ist für uns ein Supermarkt mit super Aussichten in der Zukunft, wo wir sehr zuversichtlich sind, dass es ein weiteres Standbein der Firma IDS wird. Neben dem ganzen Thema neben dem ganzen Thema 2D gibt es natürlich auch 3D. Da sind wir vor 10 Jahren mit eingestiegen bei der Firma Ensenso und verkaufen seit diesem Zeitpunkt Stereo-Vision-Kameras, also Active Stereo-Vision-Kameras, sehr erfolgreich, vor allem im Logistikbereich oder im Medizinbereich, und haben uns auch dazu entschieden, Mitte letzten Jahres eine neue Technologie, für uns neue Technologie zu verwenden, die Time-of-Flight-Sensoren, und entwickeln hier aktuell in-house unsere eigene Time-of-Flight-Kamera, die wir Ende dieses Jahres releasen werden, wo Sie aber auch nachher die Möglichkeit mal haben, die zu sehen. Weil ich glaube, im Showroom ist auch die Demo aufgebaut. Können Sie mal sehen, was die Kamera aktuell schon alles kann. Wie gesagt, so viele Produkte hat IDS im Portfolio. Wichtiges Thema von heute, Customization. Ja, und das ist macht ungefähr 30% von IDS aus, also von unserem Umsatz. Wir sind offen und bereit für Kunden, die gerade im Gerätebau sind. Die sagen, ey, eure Kamera, die Technik funktioniert für mich, Bildqualität ist gut, aber ich bräuchte so eine kleine Layout-Änderung. Ja? Die Kamera passt nicht so in mein Gerät rein, könnt ihr die für mich anpassen? Da haben wir ein ganzes Team, das sich darum kümmert, die einfach viel Erfahrung haben und auch ganz eng mit dem Kunde zusammenarbeiten. Und da haben wir auch einen Kunde da, so Feigl wird nachher auch einen Vortrag halten, aber auch Evident ist da. Da arbeiten wir seit so vielen Jahren zusammen und wir haben uns gegenseitig immer weiter befruchtet und haben auch ganz viel von dem Kunde gelernt. Ja? Was auch für uns wirklich wichtig ist, zu sagen, okay, was braucht der Kunde, wo können wir noch lernen, wo können wir den Kunde unterstützen, um einfach eine langjährige Partnerschaft aufzubauen. Sehr viel Hardware, aber Hardware ohne Software wird nichts. Deswegen natürlich haben wir für alle unsere Hardware-Produkte auch Softwarepakete. Hier mal aufgeschlüsselt, wir haben für unsere ganzen UI-Kameras, also unsere 2D-Industriekameras, haben wir IDS Peak. Das ist unsere Software, unsere Bedienoberfläche, unser SDK, unser Cockpit, mit dem wirklich jeder Kunde sehr einfach mal mit den Kameras in Kontakt kommt. Ja. Das ist wie eine Webcam-Oberfläche, total einfach gehalten. Man kann einfach mal gucken, was kann die Kamera, was kann der Sensor, IOs, GPIOs, einfach mal so ein bisschen spielerisch an die Kamera rangehen. Und durch diesen Ansatz, durch das It's so easy, haben wir auch ganz viele neue Märkte gewonnen. Ja, weil es waren gerade, wenn ich jetzt mal im Medizinbereich gehe, früher, das waren jetzt nicht die Programmierer, ja, aber die brauchten einfach ein gutes Bild, eine gute Bildqualität ohne viel Rauschen. Und die haben gesagt, ey, super, ich kann eure USB-Kamera einfach an meinen Laptop anschließen. Ich kann das Cockpit runterladen von euch und ich kann mal mit dem Produkt ein bisschen spielen. Und witzigerweise, wenn man auf Messen rumläuft, sieht man gerade auf diesen Messen noch ganz oft einfach unser Cockpit läuft dort. Da wird das Live-Bild einfach angezeigt. Das heißt, die Kunden schreiben auch oft gar keine Applikation dafür. Die zeigen einfach nur das Live-Bild, optimiert mit unserer Kamera und mit den Einstellungen, die halt möglich sind. Dann haben wir, wie gesagt, IDS Lighthouse. Das ist für unsere NXT-Kameras die passende Software. Auch hier sehr spielerisch. Den It's so easy-Gedanken da auch verkörpert. Genau. Für die 3D-Kameras haben wir unsere Ensenso SDK. Und auch heute Mittag gibt es einen Vortrag von unserem Partner Denkweit. Der ist unser KI-Partner, mit dem wir sehr viel, wenn die Kunden Anfragen haben in Bezug auf KI-Lösungen oder gemerkt haben, ich komme jetzt nicht weiter, ja, mit meiner Algorithmik, dann haben wir natürlich den Partner Denkweit, die dann auch den Kunde dabei unterstützen, die Probleme zu lösen. Muss ich auf die Zeit gucken, aber ich habe noch eine Seite. Die ganzen, ja,
Was? Okay, sorry. Vielleicht bin ich das. Nee, egal. Ich mache einfach weiter. Genau. Und Software ist auch, was wir sehen in der Zukunft, das ist einfach, das ist ein USP, weil Hardware, also die Hardware entwickeln und Kameras produzieren können auch relativ viele. Das sieht man auch im Markt aktuell. Aber die Software macht oder ermöglicht es erst den Kunden, wirklich einfach das Maximale aus einer Kamera rauszuholen. Und durch den Ansatz mit USB, mit Gig-E, durch Platinkameras, mit Gehäuse, ohne Gehäuse, sind die Märkte unendlich. Ja. Hier mal nur einfach eine kleine Übersicht, was es da gibt. Smart City, Smart Farming, das ist wirklich ein großer Bereich aktuell, Agrar, aber auch in der Qualitätssicherung. In der Logistik ist ein Riesenmarkt für uns. Also es gibt einfach keine Grenzen. Überall, wo bildverarbeitende Systeme helfen in der Digitalisierung, passen Kameras. Ja. Deswegen kann ich hier stundenlang reden über Applikationen und das zeigen, aber auch durch Evident oder Feigl oder DLR, die heute auch das mit dem Event-Based vorstellen. Das sind einfach Sachen, da werden Sie nachher sehen, wo kann man Kameras einsetzen und wie agiert die Firma IDS dann mit den Kunden. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, on time. Ja, fast. Ja. Hat mir gern gemacht. Für vielleicht das, was wir jetzt verstanden haben, Kameras von der IDS kann man überall einsetzen, aber was wäre denn jetzt so dein Zukunftsmarkt, und du sagst, das ging vor 5 Jahren noch nicht, jetzt hätten wir vielleicht die Möglichkeit dazu? Also also natürlich sind alle Märkte super. Ich finde vor allem den Medizinbereich sehr, sehr interessant, weil wir da vor allem auch Menschen helfen können. Ja. Wir sehen da sehr viele Kunden, die wir ermöglichen, durch unsere Produkte, durch unsere Software und durch KI Lösungen zu etablieren am Markt, die Menschen helfen können, die krank sind. Ja. Und das ist für mich eine Herzensangelegenheit, aber auch das Thema Agrar. Ja. Es war, glaube ich, früher sehr schwer herauszufinden, okay, was ist jetzt die Nutzpflanze und was ist das Unkraut. Ja. Mit KI möglich. Also sind das so, würde ich mal sagen, meine beiden Bereiche, wo ich sage, mit KI ist da viel möglich in Zukunft. Dann vielen Dank, wir sehen uns nachher wieder. Dankeschön, viel Spaß miteinander.